Das gibt uns ein gutes Verständnis dafür, wer an dem Projekt teilnimmt. Wie sieht denn für diese Teilnehmende eine typische Lehrmobilität aus, also vom Wohnen bis hin zum täglichen Ablauf? Also die Anreise fängt ja eigentlich erstmal mit an. Angenommen, du möchtest mitmachen, dann wird eben überlegt, okay, ab wann kannst du kommen, wie möchtest du untergebracht werden. Die Sachen sind sehr unterschiedlich, wenn du jetzt mit einer Familie kommst oder wenn du sagst, ich komme alleine oder ich komme mit 2 Freunden oder einem Freund, dann möchte ich entsprechend eine Unterkunft finden, dass ich dann möglicherweise mit meinem Gruppenpartner oder eben auch alleine in der Nähe von anderen Teilnehmern wohnen. Es gibt die Möglichkeit, dass wir die Unterkunft organisieren im Sinne von, wir mieten jetzt ein Zimmer oder wir mieten für 2, 3 Leute ein Apartment oder wenn eine größere Gruppe gleichzeitig kommen möchte und wir angenommen jetzt 5, 6 Teilnehmer haben, die gleichzeitig anreisen möchten, dann haben wir auch die Möglichkeit, das eine oder andere Objekt, wo die Leute zusammen dann in einem Haus sein könnten, zu mieten dafür. Und wenn jemand jetzt sagt, also wir haben ein spezielles, ein kleines Budget und für die Miete und wenn jemand sich selber damit einmieten möchte irgendwo, weil er sagt, okay, ich suche mir das lieber in irgendeiner Anzeige raus, ich möchte eine ganz bestimmte Art von Unterkunft, dann ist das auch egal, dann übernehmen wir das dann, was er oder sie sich ausgesucht hat. Und das Ganze sollte dann so nahe am Projekt sein, dass man da entweder, wenn man ein Auto hat, wenn man mit dem Auto gekommen ist, mit einer Gruppe zum Beispiel, dann ist man ja hier ein bisschen beweglicher, dass man auf jeden Fall das Projekt so im Idealfall in 15 bis 20 Minuten erreichen kann, ob man jetzt zu Fuß in der Nähe wohnt oder ob man mit dem Fahrrad unterwegs ist oder ob man mit dem Auto unterwegs ist, aber dass man nicht zu viel Fahrzeiten hat. Und wenn man mit dem Auto ist, dass man dann eben nach Möglichkeit in irgendeinem Objekt wohnt, ein Haus oder was, das so in der Nähe ist, dass man dann auch mit Fahrgemeinschaften fahren kann und nicht so viel mit Einzelautos. Das klingt nach einem spannenden Alltag. Welche Kompetenzen können Teilnehmende durch diesen Aufenthalt korrekt entwickeln? Ja, das hängt dann damit zusammen, in welche Jahreszeit, in welche situativen Zusammenhänge im Rahmen dieses Ökologieprojektes man dann vom Klima her gerade kommt, weil in der Landwirtschaft hast du ja einen bestimmten Jahreszirkel an Pflanzungen und hier ist es nicht ganz so winterig wie in Deutschland, also hier gibt es keinen Schnee, also höchstens auf den Bergen, den sieht man dann auch. Die Mitarbeiter der Aufnahmeorganisation, die eben dieses Ökologieprojekt pflegen, die haben quasi ihre Tages- oder Wochenpläne und Einsätze und da geht man dann quasi wie in einem Praktikum mit und die erklären, warum sie was machen und man kriegt dabei dann entweder eben diese fachlich-beruflichen Fähigkeiten, das können auch handwerkliche sein, das können Sachen sein, die, wenn man jetzt ein Permakultur-Design-Projekt mitmacht, so ein Design macht man unter anderem auch mit bestimmten Programmen im Laptop oder sowas, dann kriegt man auch mit, wie so ein Projekt designt wird, also was man wo anlegt, warum, in welcher Klimazone ist man gerade, in welcher Höhenlinie ist man gerade, wie macht man eine Wasserretention, damit ein gesammeltes Wasser dann auch zur Verfügung steht über einen längeren Zeitraum. Das sind also so handwerkliche und also technologische Fähigkeiten, die man da kriegt. Die allgemeine Grundbildung über das, was man da anpflanzt, zu welchen Zeiten, wofür sind die Pflanzen gut, was haben die für natürliche
Probleme mit irgendwelchen Insekten oder so. Was brauchen die an Insekten, Bienen zum Bestäuben oder sowas? Wo kann man eben diese Synergie zwischen den verschiedenen Pflanzen und Tieren herstellen, dadurch, dass man die Pflanzungen in bestimmten überlegten Dingen auch zueinander bringt. Also das ist, in der Permakultur ist es eher eine natürliche Mischanpflanzung und nicht eben diese typische Monokultur, wie man sie ja aus der Landwirtschaft sonst kennt. Das heißt, die Pflanzen und Tiere unterstützen sich gegenseitig und die einzelnen Sachen sind dann vor Ort eben nicht so in der Menge, aber man hat viel mehr verschiedene gleichzeitige Ernteergebnisse, weil eben verschiedene Sachen gleichzeitig gepflanzt zu unterschiedlichen Zeiten dann entsprechend auch reif werden, wenn man es dann ernten will. Und das kann dann koordiniert und kombiniert werden, unter anderem auch mit den typischen Sachen, die man hier so hat. Mandel, Olivenplantage oder sowas. Und man kann dann unter den Oliven, zwischen den Oliven kann man entsprechend auch andere Pflanzungen noch einsetzen, die sich mit den Oliven gut vertragen. Und man muss dann nur sehen, wie kann man dann die Oliven immer noch gut ernten, weil man muss ja dann darunter Netze spannen, die dann, wenn die Bäume entsprechend die Oliven abgeklopft werden mit Stangen oder ein bisschen geschüttelt werden oder so, wenn die Oliven dann runterkommen, dass sie dann nicht im Gras landen, sondern entsprechend in einem Netz, aus dem man das dann in die entsprechenden, Anhänger oder Kisten oder Tröge umfüllen kann, um sie zum Beispiel Ölmühle zu bringen oder um sie zur Seite zu bringen, um sie einzulegen in Salz oder solche Sachen. Dann Sprachkompetenzen, die Anleiter sprechen in der Regel Spanisch. Auch die Deutschen, die das anleiten, die schon 25 Jahre hier wohnen, versuchen das alles erstmal den Teilnehmenden auch auf Spanisch mitzuteilen und dabei dann auch das Spanisch lernen ein bisschen im Alltag zu ermöglichen, um dann zu sagen, okay, was wird dann nicht alles verstanden, man wiederholt es dann nochmal auf Deutsch und erklärt es dabei, so dass man gleichzeitig Sprachkompetenz erwirbt und zumindest so viel, dass man hier anschließend auch ein bisschen im Alltag klarkommt, dass man in den Laden gehen kann, einkaufen, die Leute nett begrüßen. Im Idealfall schon mal ein kleines bisschen sich austauschen kann. Die jungen Spanier sprechen mittlerweile auch oft ein bisschen Englisch, nicht viel, aber so, dass man sich, wenn man sich kennenlernt, erstmal mit etwas Spanisch, etwas Englisch sich so schon mal verständigen kann. Deutsch sprechen die wenigsten, also wenn man jetzt Sprachkompetenz hier in Andalusien erwirbt, dann hat man neben Deutsch auf jeden Fall Spanisch oder Englisch, sodass man also auch sein Englisch dabei ein bisschen verbessern kann. Ja, digitale Kompetenzen, das heißt, dass man lernt mit Office-Programmen oder so umzugehen, dass man seine E-Mails vernünftig checken kann, dass man die entsprechend schreiben kann, dass man weiß, wie kann man Signaturen machen und anhängen, wie kann man Word- oder Textdokumente erstellen, wie kann man die formatieren, wie kann man die teilen. Das sind so Sachen, die Grundbildung, die ja eigentlich in jeder moderneren Lernerfahrung irgendwo eine Rolle spielen. Und dann eben soziale, interkulturelle Fähigkeiten, wie kommt man mit den anderen Gruppenteilnehmenden klar, wie spricht man das ab, wer macht was, wann, wie gestalten wir unsere Freizeit nebenher dann noch, was können wir zusammen unternehmen. Ja, und noch eine Frage. Welche lokalen oder internationale Partner sind in Ihrem Projekt beteiligt und wie profitieren sowohl die Teilnehmenden als auch die lokale Gemeinschaft davon? Ja, also lokale, internationale Partner. Bei der Entsenderorganisation gibt's halt eben in Deutschland halt ein paar Partner, die gesagt haben, okay, das ist ein interessantes Ding und wir hören mal bei uns wen das interessieren könnte und die können sich dann anmelden zu den Ökoseminaren bei der Entsenderorganisation und dann
können die anschließend eben auch an dem Projekt mitmachen. Und die Aufnahmeorganisation in Spanien, die Alegría para Todos, das heißt Freude für alle, der Verein, deren Mitglieder, das sind Menschen, die schon seit 12 bis 15 Jahren professionell in Bereichen von Permakultur, regenerativer Landwirtschaft, auch technischen Entwicklungen und so aktiv sind. Dann gibt's hier noch ein paar Partner, die auch also wir haben verschiedene Lernorte sozusagen mit der Aufnahmeorganisation. Eins ist das größte Projekt, ist eben dieses Monte Alegre, weil das sind 5 Hektar mit Olivenplantage, Mandeln und diesen Food Forest und Sachen, die angelegt werden mit dieser Wasserretention und so. Und dann gibt's noch ein Projekt, das auch schon eine Weile ganz gut existiert, an der Küste und eins mehr noch in den Bergen. Und die Teilnehmenden sind zum Teil auch an verschiedenen Stellen wechselnd oder langfristiger an einem Ort dann und machen das entsprechend auch ihren Interessen oder Lernvereinbarungen entsprechend, weil zum Beispiel in dem Projekt, was an der Küste ist, da sind eben schon ganz viele fruchttragende Sachen, wo es dann auch um die Weiterverarbeitung von Heilpflanzen, Früchten, Trocknen, Konservieren und solchen Sachen gehen kann. Und das geht in dem Projekt bei Monte Alegre noch nicht, weil das bis auf die Oliven und ein paar andere Sachen sind die anderen Pflanzen quasi erst in der Saat oder in der Anlage der Beetgeschichten oder sowas.